macht wirklich Spaß, in den Kurven zu fahren. Richtig schön. Und jetzt merkt man hier wird die Straße ein bisschen schlechter. Das Fahrwerk packt das wunderbar. Das ist perfekt abgestimmt. Schon beim ersten Blick erkennt man den 70er-Jahresstil, der schlanke Tank und die schlanke Sitzbank, die Dekore, ein wenig Chrom und schon gibt es ein neues Retro-Bike. Kawasaki nennt das Retrovolution und die Z650 RS macht erst den Anfang. Dabei sind Anleihen an die Z650 B1, damals die kleine Schwester der 900Z von 1977, klar erkennbar. Wie sich die 68 PS Maschine fährt, alles zu den technischen Daten und wie immer, ob sie auch Spaß macht, seht ihr jetzt. Ja, das ist sie, die Retrovolution von Kawasaki, die Z650 RS. Immerhin 50 Jahre hat die Z-Reihe jetzt fast schon auf dem Buckel. Und Kawasaki selber sagt, ja, diese Retrovolution, das ist erst der Auftakt. Da kommt also einiges mehr. Und ich muss sagen, das ist stimmig. Also dieser Retro-Gedanke Z650 RS hat Kawasaki hier wirklich gut umgesetzt. Sie haben nicht zu viel Chrom angebaut, das finde ich ganz gut. Und so ein paar Dinge, ja, da sind sie dem Retro-Gedanken nicht ganz gefolgt. Wenn ihr hier mal den Endtopf anschaut, das ist nicht Retro. Auch der Tankdeckel ist mir aufgefallen. Hier auch weniger Retro, aber ein schönes Design. Aber schaut euch an, diese Rundinstrumente hier mit Chromeinlassungen, sieht sehr gut aus. Ansonsten, ja, die Farbgebung, ganz klar hier das Kawasaki und dann hier die Streifen, wenn das nicht an die 70er Jahre erinnert. Retro, aber natürlich dennoch modern, LED-Scheinwerfer, LED-Blinker. Schön auch nicht einfach nur, ja, aufgeklebt, der Kawasaki-Schriftzug oder das Z650 RS, sondern erhaben mit, ja, einer Art Badge draufgeklebt, gefällt mir gut. Hier, ja, das ist natürlich ein Sahnestück, dieser Zweizylindermotor. Die Sitzbank schön schmal, ähnlich wie der Tank. Im Gegensatz zur 650er musste hier 3 Liter eingespart werden, aber er hat wirklich eine richtig schöne, schmale Form, ebenso die Sitzbank. Also da muss ich wirklich sagen, da haben die Japaner ein schönes Retro-Bike auf die Beine gestellt. Ein rein Zweizylinder mit 649 Kubikzentimeter Hubraum und einer Leistung von 68 PS treiben die Z650 RS an. Das maximale Drehmoment liegt bei ordentlichen 64 Newtonmetern, die bei 6700 Umdrehungen in der Minute anliegen. Das Gewicht der Maschine 187 Kilogramm, Tankinhalt 12 Liter. Zum Fahrwerk. Vorn arbeitet eine 41 mm Teleskopgabel und hinten ein sogenannter horizontaler Backlink-Gasdruckstoßdämpfer mit einstellbarer Federbasis. Zur Bremse. Vorn haben die Japaner dem Bike halbschwimmende Doppelscheibenbremsen spendiert mit 300 mm Durchmesser und hinten eine Einzelbremsscheibe mit 220 mm Durchmesser. Unterstützt wird die Bremsanlage durch ein ABS-System. Der Einstiegspreis mit Überführung liegt bei 8.345 €. Der Twin-Motor ist eine überarbeitete Version des bewährten 649 Kubikzentimeter Twin-Motors. Der ist genauso auch drin in der Z650 und in der Z650 Ninja. Wollen wir doch mal hören, was hier aus den beiden Zylindern rauskommt an Sound.
So, ich habe Platz genommen. 820 mm Sitzhöhe im Vergleich zu vorher 790 mm und ja, im Vergleich zur Z650 ein etwas höherer Lenker. Und das ist wirklich sehr bequem. Kawasaki hat hier, sage ich mal, nur das Mindeste eingebaut. Es gibt die wirklich schönen analogen Displays hier. Einmal links die Geschwindigkeit, rechts die Drehzahl und in der Mitte gibt es ein LCD-Display und da findet ihr verschiedene Einstellungen. So, auf der rechten Seite gibt es ganz klar den Starter, Notaus, das war's. Und auf der linken Seite habt ihr die Lichteinheit, Fernlicht, dann Möp Möp, die Hupe, Blinker, Warnblinker und hier ein Menüschalter. Und mit diesem Menüschalter könnt ihr hier durch das Menü der Z650 RS durchgehen. Im unteren Bereich bewegt sich das also. Ihr habt hier einen Trip A und einen Trip B. Dann gibt es Kilometer und Liter, also eine Verbrauchsanzeige, Average, die durchschnittliche Verbrauchsanzeige, die Reichweite, das wird aber wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man etwas gefahren ist. Genau. Dann gibt es die Odo, also den Kilometerzähler insgesamt und ihr seht, die Z650 RS ist absolut jungfräulich, gerade mal 39 Kilometer und darum werde ich sie natürlich auch nicht treten. Warm ist sie, aber die hohen Drehzahlbereiche sparen wir uns heute. Oben dann oder in diesem mittleren Bereich habt ihr links die Fuel-Anzeige, die Tankanzeige und rechts die Wassertemperatur und mittig eure Anzeige, in welchen Gang ihr fahrt. Ja, das war es. Und mehr braucht man auch nicht. An Ausstattungsvarianten gibt es gar nichts. Und was hier seriell drin ist, ist ein ABS. Allerdings keins, das irgendwie ein Kurven-ABS ist, keine große Traktionskontrolle etc., sondern das ist pures, nacktes Fahren. Und genau darauf freue ich mich jetzt. Ich bin echt gespannt, wie sich die Z650 RS fahren lässt. Na dann mal los. Kleine Kawasaki Z650 RS. Richtig tolle und sehr bequeme Sitzhaltung. Der Lenker ist ja ein bisschen aufrechter. Ich mache mal hier zu. Der Lenker ist ja ein bisschen aufrechter als bei der Z650 und das merkt man. Das ist wirklich unheimlich bequem. Unheimlich bequem. Und dazu eben noch dieses leichte Gewicht. Die lässt sich halt wirklich ja, spielerisch fahren. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, für wen ist eigentlich so eine Z650 RS? 68 PS, 649 Kubikzentimeter Maschine. Für Wiedereinsteiger, also sogenannte Wiedereinsteiger. Das ist dann meist so die Zielgruppe ab 50, die einfach mal wieder aufs Bike wollen. Schön legt die sich in die Kurven. Und denen aber, sage ich mal jetzt, eine Ninja oder irgendwas wirklich Scharfes zu viel ist, aber die den Spaß haben wollen und denen eigentlich dann die 68 PS und ja, dieses Design mehr als ausreicht. Und das Design ist ja wirklich, wenn man sich das anschaut, das ist 70er Jahre pur. Ach, schaut euch mal dieses herrliche Wetter an. Fantastisch. Ja, ohnehin muss ich sagen, ist die Kawasaki Z650 RS sehr gut abgestimmt. Also beispielsweise die Bremsanlage sehr präzise, sehr sanft, der Druckpunkt super und packt natürlich auch ordentlich zu. Dann die Kupplung. Auch hier ganz präzises Schalten möglich. Die Hebelkräfte selber auf der Kuppel nicht besonders groß. Die Bremse ist ja auch einstellbar. Und man merkt es, den N-Gang findet man wirklich im Schlaf. Und hier brauche ich jetzt eigentlich auch keine Quickshifter-Geschichte. Das ist super. Das macht wirklich Spaß, in den Kurven zu fahren.
Richtig schön. Und jetzt merkt man hier wird die Straße ein bisschen schlechter. Das Fahrwerk packt das wunderbar. Das ist perfekt abgestimmt. Also so eine schöne Mischung aus sportlich, nicht zu sportlich, überhaupt nicht, aber sehr komfortabel. Also hier schaut mal, die Bodenwellen, hier die schlechten Straßenverhältnisse. Das federt das Fahrwerk perfekt und sehr souverän ab. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und an dieser Stelle auch mal herzlichen Dank an Kawasaki Alas in Potsdam. Ganz toller Laden dort, ganz tolles Team für die zur Verfügungstellung hier der Z650 RS. Lieben Dank. Und wenn ihr auch mal eine Probefahrt machen wollt, die haben immer ein offenes Ohr und ihr könnt sicherlich das mal machen. Und ich bin da auch sehr überzeugt. Also Z650 hat mich sehr beeindruckt. Jetzt sagt man sich natürlich dann, ja gut, 649 Kubik, 68 PS, was soll das? Nee, das reicht hier für so ein Retro-Bike, klingt oder soll gar nicht abwertend klingen, aber das reicht völlig aus, um hier wirklich ganz viel Spaß zu haben. Und nicht nur das, die Kawasaki gibt so ein Grundvertrauen. Und das, obwohl, ja, es gibt keine Berganfahrhilfe, keine Wheelie Control, keine verschiedenen Fahrmodi, kein Kurven-ABS. ABS gibt es, klar, das ist ja auch vorgeschrieben. Und das war's. Und dennoch, gerne. Und dennoch hat man hier so ein Grundvertrauen. Und das liegt einfach, ja, an der Ergonomie des Ganzen, an der Sitzhaltung, an der Bremse, die 300 mm Scheiben und die Bremse, die da wirklich schön drauf zupackt. Die Dosierbarkeit des Ganzen, das Fahrwerk, das wunderbar abgestimmt ist. Und dann kann ich eben auch auf diese ganzen Gimmicks, und ihr wisst ja, wer Drive for Fun öfter sieht, dass ich da ein absoluter Fan von bin, total darauf verzichten. Brauche ich hier nicht. Das ist wirklich Fahren pur. Und das, obwohl es ein kleines Maschinchen ist, echt auf hohem Niveau. 68 PS, 649 Kubikzentimeter und 64 Newtonmeter. Mehr brauche ich in diesem Fall nicht, um Spaß zu haben. Um Spaß zu haben und dann auch noch, ja, mit dem 70er Jahre Design, das hat schon was. Das ist sehr stilvoll. Mehr brauche ich nicht. Das Highlight der Z650 RS ist sicher der tolle 70er-Jahre-Auftritt. Hier haben die Kawasaki-Designer einen tollen Job gemacht. Dazu kommt ein bewährter und spritziger Motor, ein hervorragend abgestimmtes Fahrwerk sowie fest zupackende Bremsen. Das Gesamtkonzept zum Auftakt der Retrovolution stimmt einfach. Und so kann ich wieder einmal meine Eingangsfrage mit einem klaren Ja beantworten. Ja, die Z650 RS macht Spaß. Euch lieben Dank fürs Zuschauen. Bis bald.